Eines der luxuriösesten Wohnmobile Europas steht hier, der STX Triple Pop-Out. Ja, der Kenzo steht neben mir. Er ist nicht vom Hersteller. Er wird es uns heute aber trotzdem mal zeigen, denn du bist von Ayla, richtig? Genau. Wir haben eine Kooperation mit STX und ich zeige euch gerne das Fahrzeug. Ja, es ist auf Basis Actros mal wieder. Und du hast mir erzählt, der Spritverbrauch, der ist phänomenal für die Größe. Ja, der Spritverbrauch liegt hier auch bei 19 Liter. Optimal, also bei guter Fahrweise, muss man sagen. Das heißt also, man kann das Fahrzeug aber wahrscheinlich mit etwas mehr fahren, wenn man will. Natürlich kann man das mit etwas mehr fahren. Ist ein LKW C-Führerschein oder CE, richtig? C braucht man, genau, mit Anhänger CE, aber C reicht aus. Braucht kein. Ja, wir haben es eben schon gezeigt. Ein Fahrzeug mit 4 Slideouts, der hat jetzt 3. Der hat 3, genau. 12 Meter Länge? 12 Meter Länge, 4 Meter Höhe, 2,50 Meter breit. So, ich zeig's mal gerade. Ich gucke mal gerade aufs Preisschild. 616.000 Euro, das geht ja noch. Ja, ist ein ganz schönes Fahrzeug. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier auch top. Ja, wir gehen gleich mal rein. Wir gucken uns den erstmal von außen an, denn ich sag mal, das ist ein richtiger LKW. Das bedeutet, ich kann hier autark stehen. Auch der hat einen Stromgenerator? Ja, natürlich. Der hat auch einen Stromgenerator, auch Fischer Panda 8000. Stark. Das ist so State of the Art. Auch hier habe ich das gleiche Slideout-System, was wirklich ja, so einen kleinen Zapfen hat. Wenn du mal kurz zu mir kommst, ja. Das ist krass. Das muss auch halten. Genau, ja. Der fällt dezent aus. Hier vorne kann man reingucken, da sieht man auch die Stangen, die mit dabei sind. Ja, das schafft Vertrauen. Das Ganze aus Stahl geschweißt. Und da ist noch ein Slideout dahinter. Also hier, spätestens hier, wäre schon mein Wohnmobil jetzt zu Ende. Das ist nämlich 8 Meter lang. Doppelachse natürlich hinten. Ja, natürlich Doppelachse. So, der ist neu. Das Fahrzeug ist neu, genau. Kommt gerade vom Werk. Der riecht nämlich noch ein bisschen neu. Ja, so, und hier vorne, direkt hierher. da vorne ist der Spindelmechanismus, den kann man sehen. Also wie das Ganze rein und raus fährt. Das fährt, es gleitet quasi rein. Genau, ja. Das gleitet rein, das ruckelt nichts, es läuft sehr glatt. Und hier ist der zweite Slideout. Ich gehe mal ein Stückchen zurück, da kann man das Ganze mal ein bisschen sehen, wie das ist. Und hier ist wahrscheinlich auch mal wieder Schlafzimmer. Patricia? Ja? Ich brauche dich gleich mal. Der ist jetzt schwarz-dunkel. Den vorher, den wir gesehen haben, der war grau. Das ist die Farbvariante, die kann ich wahrscheinlich frei bestimmen, oder? Genau, ja, die Farbvarianten sind frei bestimmbar. Cool. Und hier vorne habe ich jetzt mal den Blick hier vorne auf das Fahrzeug mit den beiden Slideouts. Wir haben übrigens noch ein zweites Video gedreht, auch von einem STX, das können Sie sich mal anschauen. Da haben wir viele Dinge, die wahrscheinlich im Unterboden versteckt sind, die sind hier ähnlich, oder? Genau, ja. Die Grundkonstruktion ist hier fast die gleiche, also ähnelt sich. So, und auch hier habe ich ein ganz plaines Heck. Allerdings sieht das so aus, als könnte man es öffnen. Nee, kann man nicht öffnen. Kann man nicht öffnen, weil hier vorne ist eine kleine Falz mit drin. Cool. Heckgarage? Ja, das hat hier eine Heckgarage für Roller und Quad passt auch rein. Und da hinten auch wieder die Waschmaschine. Ja, es riecht wirklich neu. Wenn du mal kurz riechst. Oh ja. Ja. Hier hat man die Waschmaschine jetzt mehr im Hintergrund. Bei dem anderen Fahrzeug war sie eher vorne. Aber auch hier hat man sehr, sehr, sehr viel Stauraum. Also ja, da würde auch ein Quad reinpassen. Wenn du mal gerade so lieb bist, die zweite Tür, die geht auch auf? Ja, natürlich. Mach mal auf. Ich fasse es nicht. Das ist ein kleines Wohnzimmer. Also ich glaube, das ist das Wohnzimmer in meinem Morelo. Ist ungefähr so groß. Wenn die Frauen nicht anständig sind, kann man sie auch hinten in die Garage sperren. Scherzbold. Nee, das war nur ein Scherz, oder? Ja, natürlich war nur Spaß. Okay, nee, Spaß beiseite. Aber das ist viel Stauraum. Das heißt, hier konnte ich Fahrräder reinmachen. Zum Beispiel einen Roller könnte ich reinmachen, ein Quad. Hier passt so ein Quad rein, ja, ein kleines. Hier rechts an der Seite, was ist da? Das sind Staufächer? Nee, hier ist das Vitron ist hier verbaut. Okay. Ist ein klein wenig anders, gell? Klein wenig anders, ja. Und hier vorne habe ich natürlich, das ist zugeschraubt. Und da hinten, wir müssen es jetzt nicht aufmachen. Da hinten ist die Hydraulik. Die Hydraulik drin. Die Hubstützen oder? Nee, die Hubstützen kann man von vorne auch bedienen, aber ja. Warte, ich muss mal gerade eine Sekunde verweilen. Ist ja selten, dass ich mal so. Okay, kannst du machen. Erst die, Der ist erst die, genau. So, und das ist ja mal imposant. So kleine LED-Scheinwerfer, die hier an der Seite verbaut sind, falls die Höhe sind 4 Meter. Die Höhe ist auch 4 Meter, ja. Und auch diese Treppe hat Licht an der Seite. Ja. Dass man nicht dagegen fährt mit dem Quad. So ungefähr. Ja.
Krass. Die Tür ein bisschen anders. Ich nehme an, das Design innen ist ein Ticken anders, aber das werden wir gleich mal sehen. Und hier gibt es einen Slideout, der andere hatte dann 2 auf der Seite. Auch hier habe ich dann so ein kleines Türöffnungsmodul. Schlüssel brauche ich nicht mehr. Schlüssel brauchen wir keinen mehr, nein. Und die Tür, ja, das sieht aus fast wie massiv. Ist es massiv? Die Tür ist massiv. Ist auch ordentlich schwer. Da oben ist ein Federelement mit drin. Ja, das ist der Aufzug. Ja, geh mal hoch. Hier hat man, glaube ich, auch noch was zum Verstauen. Nein? Nein, Das ist auch die Technik. Die Technik, genau. Wo man dann rankommt. Es ist aber so, es verleitet zum Öffnen, oder? Ja, Das war so gut. Warte mal kurz, ich zeige dich mal gerade neben der Tür, dass man ungefähr mal sieht, was das für Verhältnisse sind. Ich muss ziemlich weit weggehen. Du bist wie groß? Ich bin 1,83. 1,83. Ausgestreckten Arm, glaube ich, ungefähr 2 Meter. Okay, und das sind die 4 Meter. Das Fahrzeug hat eine Markise, richtig? Ja, richtig, das hat eine Markise zum Ausfahren. Die ist aber so, die ist so genial eingelassen, man sieht sie nicht. Ja, genau. Schick. So, ich nehme euch mal mit. Hier ist das Fliegengitter, bitte mal zumachen, denn das sage ich normalerweise das Wichtigste von allen, denn ich habe gehört, in Skandinavien gibt es 1,5 cm große Moskitos. Oh. Bitte mal schließen, öffnen und wir gehen rein. Ich war noch nicht drin. Ja, das ist ein etwas anderes Hotelzimmer. Ja, auch sehr schick. Man hat richtig viel Platz. Auch hier kann man den Tisch wieder ausklappen, falls man das braucht. Richtig, hier sieht man mal die eingeklappte Variante. Was anders ist, hier hat man ein Induktionsladefeld. Das war, glaube ich, auf der anderen Seite anders. Oder? Genau, hatten wir anders verbaut, Ja. an anderen Stellen, aber vom Induktionsfeld her ist es das gleiche. Ja. Sind die fix, die Varianten, oder kann ich sagen, ich hätte das Induktionsfeld gern da und da? Ist das Ja, so Kleinigkeiten bis mittelgroße Sachen sind bei uns natürlich individuell gestaltbar. Okay. Die Schubladen kann ich auch ganz herausfahren und die haben wahrscheinlich auch wieder Soft Close, ja. So, da unten der Ofen wieder. Genau, unten wieder der Ofen. Wieder eine Backofen-Kombination. Ja, sieht man, das ist noch ab Werk. Flammneu. Die Zugmaschine ist die gleiche. Die Zugmaschine ist genau die identische. Das ist auch recht tief, das Spülbecken. Der hat jetzt keine Spülmaschine, oder? Doch, der hat auch eine Spülmaschine. Hier. Ah ja. Cool, wenn du mal gerade die nochmal aufmachst, bitte. Ich will mal gerade zeigen, was das für eine ist. Das interessiert die Leute nämlich immer. Fischer und Paykel. Das ist, ja, da vorne ist es drin, kommt wahrscheinlich aus Amerika. Ja, genau. Sehr namhafter Hersteller. Wichtig ist auch, dass er robust ist und es ist ein Top-Gerät. Ja, Top-Lauder. So, die ist vorbei, die Messe. Was kann ich hiermit machen? Ich glaube, das ist ein Bett. Okay. Man kann ziehen, unten drunter ist ein Bettkasten, man kann es ausziehen. Hat man ein Bett mehr? Genau, ja. Kann man es als Bettfunktion nutzen. Okay, wir lassen es mal so, denn es ist ja nicht dein Fahrzeug, es gehört dem Genau, ja. Kollegen. Und hier oben habe ich ein großes Hubbett, richtig? Genau, hier oben hat man nochmal ein großes Hubbett. Können wir nochmal kurz ein bisschen runterfahren. Und auch das funktioniert wieder elektrisch. Genau. Ich kann im Prinzip in jedem Zustand kann ich drin schlafen. Ich kann jetzt anhalten und kann drin schlafen. Ich muss nicht bis ganz runterfahren. Nee, man kann immer hochkraxeln und dann schlafen. Sehr cool. Ein großer Fernseher ist mit dabei. Soundanlage. Ja. Ach, hier ist der Kühlschrank. Vitri Frigo, das begegnet mir hier auf der Messe andauernd. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Genau, ja. Ist das Fahrzeug hier günstiger? Ich frage Das mal so. Fahrzeug hier ist etwas günstiger. Wir sind hier beim Preis von 650.000. Was mit den Slideouts ist natürlich. Warte, ich zeig's dir mal. Ich stelle mich mal hier in die Ecke, dass man das Ganze mal sieht. Ja. Also hier habe ich die Küche mit drin. Ich schwenke mal gerade rüber. Hier ist der Wohnraum. Ach, der Slideout von dem anderen, der war ein bisschen länger, gell? Vorne. Ja. Genau, der war länger. Natürlich ist hier das ambiente Licht wahrscheinlich noch nicht an. Nee. So, und hier oben habe ich. Oh, das kann man aus. Ja. Ja, zeig mal. Hallo. Hallo. Okay. Was könnte man hier reinstellen? Weingläser etc. Ja. Da ist noch ein Schrank mit drin.
Den kann ich als Kleiderschrank verwenden oder für Jacken. Ja, man kann, Ja, die Stellen, man oder kann Schuhe. auch die einzelnen Komponenten rausnehmen, dann hat man einen großen Schrank. So, auch Auch hier hier. wieder eine Soundanlage. Ja, auch wieder eine Soundbar. So, da ist jetzt Strom und Technik. Cool. Haushaltssicherung mit drin. Wir sind ja in einem Haushalt. Hier vorne habe ich ein Bussystem. Und die Technik. Ja, der zentrale Staubsauger. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Geschichte, die da unten ist, gell? Genau, hier haben wir das zentrale Staubsaugersystem im Wohnbereich. Wir haben noch eins im Schlafzimmer. Sehr praktisch. Das heißt nur anschließend, ich muss nichts wegstellen, das Ding Nix. steht nicht im Weg. Muss nichts hochtragen. Einfach Schlauch rein und los geht's. Also kleine Staufächer. Ich halte mal ganz kurz ins Führerhaus mal rein, dass man das Ganze mal sieht. Also das ist so im Prinzip der Arbeitsplatz dann für den Fahrer. Und hier würde man dann ganz gemütlich zum nächsten Ziel tuckern. Er fährt es mal gerade ein bisschen hoch. Auch hier das Stoffvertrauen. Ja, schaut euch das andere Video an. Da haben wir unglaublich viele Details geklärt. Das Bedienpanel ist das gleiche? Ist das gleiche, ist beides von Raymarine, kommt aus dem Yachtdesign. Von Raymarine. Also wenn es Sie mal interessiert, das auch mal einzubauen in Ihr Wohnmobil, es funktioniert. Auf jeden Fall sehr gut. Das Thema Yachttechnik ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist erprobt, Yachttechnik. Genau, Yachttechnik ist erprobt, hält viel Rotation aus und deswegen haben wir uns dies auch bedient. Wie groß ist das Hubbett? Das Hubbett ist 1,60 mal 2 Meter. Also so wie das andere. Genau. 1,60 mal 2 Meter. Das heißt, ich kann vorne schlafen, ich könnte hier unten schlafen. Ja, wir haben viele Schlafpositionen. Ich könnte hier schlafen, theoretisch nochmal. Das Genau, heißt auch kann hier. man auch nochmal schlafen. Cool. So, dann gehen wir mal nach hinten. Etwas anderer Schnitt. Das heißt, Oh wow. wie Hier wow. stehe ich direkt im Bad. Und wahrscheinlich kann ich die Tür auch zumachen. Mach mal zu. Ja. Mal gucken, der große Camper-Test heute im STX, Ah, ja. 12 Meter lang, Muss ich jetzt einfach mit Patricia. anziehen? Ich will nichts kaputt machen. Ja, ne? Einfach anziehen mit Schmackes. Sicher? Kommt aus dem Werk, ja. Ah ja. Der ist nagelneu, oder? Der ist nagelneu. Der ist gerade vom Band gefallen. Hier vorne ist übrigens noch CNC. Steht noch drauf. Es ist manchmal so, im Prinzip, man will das Fahrzeug für die Messe haben, just in time, oder? Ja, genau, das lief immer. Es läuft nicht immer wie geplant, deswegen mussten wir das Fahrzeug gleich aus dem Werk importieren. Sehr schön. Patricia, mach nochmal auf bitte, wenn du es aufkriegst. Da bist du. So. Und dann habe ich hier eine riesen Dusche. Ich stelle mich da mal rein und auch eine Regendusche. Hier oben in schwarz gehalten. Also ich habe hier mit meinen 1,67 richtig viel Platz. Ja. Das ist so Feinsteinzeug. Das sieht aus ja, wie so ein High-End-Bad. Das heißt immer so, das Thema Hotel ist so Part. Man fühlt sich hier wie in einem Top-Hotel. Ja, das wollen wir auch. Das freut uns, dass das wieder aufkommt. Auch hier mit Ambiente-Beleuchtung und hier kann auch keine Shampooflasche oder so wegrutschen. Ja, die Beleuchtung im Nassbereich ist wahrscheinlich Niedervolt. Das Ganze auch entsprechend gesichert. Ja, Cool. natürlich. Alle Beleuchtungssachen sind bei uns extra gesichert und im extremen Badbereich natürlich nochmal. Und auch hier noch eine Heizung für Handtücher oder ähnliches. Ja, und natürlich, es dürfen die Haken nicht fehlen daneben. Ja, stimmt. Auch hier habe ich ein großes Fenster, kann ich lüften. Aber das Coolste ist das hier. Guck mal hier, Wow. das Waschbecken. Das ist echt cool und man hat einen richtig großen Spiegel. Wahrscheinlich kann man auch alles aufmachen. Ja. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Wie zu Also- Hause. Medikamentenschrank. Das ist aber Möbelhaus. Im Prinzip der Möbelbau ist wie zu Hause, oder? Das ist, Ja, auf jeden ihr braucht auch Fall. das Gewicht nicht groß. Das ist so wie Luxusmöbelbau zu Hause. Toll. Das ist schon cool. Großes Kino. Und jetzt kommt's. Auch hier kann man zumachen. Machen wir mal ganz kurz zu, dass ich das einmal filme. Kann ich mich dann nochmal vereinzeln. Das wäre dann so der Schlafbereich. Jetzt ist schon viel ruhiger. Okay, und bitte reinkommen. Was? Bitte reinkommen! Es ist krass, wie schallisoliert Ja. das ist. Ja, und die Türen sind alle sehr massiv. Es ist uns wichtig, dass hier jeder seine Privatsphäre hat. Sag mal, die Hubschützen, sind die draußen im Moment? Ne, die Hubschützen sind momentan nicht Wackelt draußen. nix? Ne, es wackelt nicht mal ohne Hubschützen was. Ohne Hubschützen, es wackelt überhaupt nicht.
Wir gehen hier gerade, normalerweise kenne ich das, dann wackelt das so ein bisschen, vibriert ein bisschen. Gut, wir reden über wie viele Tonnen nochmal? 24 oder? 24 Tonnen, genau. Das Fahrzeug ist ein bisschen leichter wie das andere. Wir haben hier nur 3 Slide-Outs. Das macht nochmal, glaube ich, hier sind wir bei ungefähr 20 Tonnen. So, und hier sieht man, ja, da ist der fehlende Slide-Out jetzt. Das heißt, also das ist ein bisschen kleiner, aber wenn du mal kurz reinkommst, Patricia, Ja. geht doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, hier haben wir die Variante mit der größeren Garage. Deswegen haben wir hier im Schlafbereich natürlich ein bisschen weniger Platz, aber alles ausreichend. Stimmt, hier ist auch die Klimaanlage dahinter. Ja. Ist sie so versteckt? So eine richtige Haushaltsklimaanlage von LG, habe ich gesehen. Von LG, genau. Ach ja, hier habe ich auch so kleine Fächer. Vielleicht auch für Schuhe rein. Und das hier gehört jetzt alles schon zum Kleiderschrank. Ach ja. Krass, oder? Ja, das ist super. Warte, kann man auflassen, ich muss das mal zeigen. Das ist so, wenn ich mal gerade daneben stehst, Patricia. Ja, und man hat hier auch noch Platz nach hinten. Genau. Ist hier Licht drin? Kann man das mal anmachen? Wenn du weißt, wie es geht. Drück mal ganz kurz. Oh, das war was anderes. Ja. Ah, ja. Oh, Das fand ich ein bisschen dunkel. Es ist nicht dein Auto, muss man sagen. Ich glaube, Ja, genau. der ist schon weg, der Kollege, oder? Ja, nee, die Kollegin hat gerade einen Termin mit einem anderen Fahrzeug. Ja. Und deswegen habe ich die Führung übernommen. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber ich kann es zeigen. Isolierung von den Slide-Outs ist genauso wie innen, oder? Das heißt, ich merke da nichts von der Kälte außen. Nee, auf keinen Fall. Da merkt man nichts. Patricia, Ja, das ist es doch, oder? ich bin gerade an meinem Kleiderschrank erkunden. Das ist es auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr schönes und großes Bett. Und wie gesagt, mir gefällt das hier oben mit der Beleuchtung richtig, richtig gut. Ja, die Frage ist Grundrisse. Das heißt, ihr habt viele Grundrisse oder einige? Ich würde sagen, einige. Wir lassen uns das Motorhome nicht ganz so verbauen. Wir haben es viel erprobt und jahrelange Erfahrung da reingesteckt. Und ich würde sagen, wir wissen schon, wie das Fahrzeug gebaut werden soll und welche Sachen möglich sind und welche nicht. Es geht ja auch darum, es ist ja auch eine Preisfrage. Wenn ich das Ganze individuell baue, dann bin ich dann vielleicht direkt bei einer Million. Ich hab eingangs gefragt, ob es unter einer Million ist. Und mit 600, knapp über 600, habe ich gar nicht gerechnet. Ja, also das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Fahrzeuge ist echt sensationell. Und das ist auch ein großes Verkaufsargument für unsere Fahrzeuge. Jetzt mal eine blöde Frage. Wenn die Leute das jetzt sehen aus Amerika, dieses Video, ja, die haben ja so ein Fahrzeug auf im Prinzip Mercedes-Benz-Basis ja gar nicht verfügbar. Dann bekommen die ja Gefühle mit dem Mercedes-Stern und allem drum und dran und der europäischen Ausstattung. Habt ihr Anfragen aus Amerika? Ja, wir haben auch Anfragen aus Amerika und werden auch in naher Zukunft den amerikanischen Markt hoffentlich Überschwemmen mit STX. genau mit dem. Ja, wobei man sagen muss, das sind ja Volumenhersteller, die verkaufen ja die Fahrzeuge sehr stark. Aber das ist am Kommen. Ich glaube, auch der Amerikaner will so ein Design, oder? Ja, wer schon mal ein Amerikaner drin war und wer schon mal hier drin war, ich glaube, da will keiner mehr den Amerikaner von innen. Zumindest der Europäer. Da ist der Fernseher drin. Ist das zu öffnen, weil da links so ein Griff ist? Weißt du Ja, das? dahinter ist aber nur die Technik. Ah, ja. Sag mal. Ich will das nur mal zeigen, wie cool ihr das gelöst habt. Das heißt, hier ist ein Scharnier mit drin, alles sauber eingebaut. Schafft Vertrauen. Und unten die Schränke, was ist da drin? Nur noch mal Staufach. Und hier habe ich auch wieder meine Haken. Super. Kenzo. Ja. Ich bin langsam müde. Der Tag geht zu Ende. Auch du bist müde, oder? Genau, ja. Wir hatten viele Termine heute, viel das Fahrzeug gezeigt, vielen Leuten überzeugt von STX und den STX Island Edition One. Und dann komme ich um 17 Uhr und sage, zeig mir mal die Autos. ja. Aber man muss sagen, jetzt haben die Leute vielleicht die Möglichkeit, sich vorab mal zu informieren. Das Ganze, die Verfügbarkeit, die Wartedauer ungefähr ein Jahr? Nee, wir sind ja eigentlich recht fix. Wir haben jetzt zwischen 5 bis 6 Monaten Lieferzeit, was sehr, sehr schnell ist in der Branche auf jeden Fall. Okay. Natürlich mit 12 Meter Länge, das ist für einen normalen Campingplatz unter Umständen ein bisschen lang, oder? Ja, wir haben aber viele Campingplätze erprobt und sind sehr kundig und können da viele Tipps geben, wo man sich am besten platziert. Was passiert, wenn du hiermit auf den Stellplatz wärst in Deutschland? Ja, man wirft sehr viel Schatten für die anderen Camper. Aber die Leute sind interessiert, die kommen auf einen zu? Ja, genau. Wenn man mit dem Fahrzeug auf dem Campingplatz ist,
es erregt es natürlich sehr viel Aufsehen und Staunen. So, ich zeige mal gerade hier oben drüber, man kann hier rausgucken. Also wenn man hier noch aufs Dach steigen könnte, kann ich über die ganze Messe gucken. Und ja, habt euch viel Mühe gegeben im Jahr 2020. Kennst du, wir gehen mal raus, machen wir die Abmoderation. Ja. Dann bin auch ich ziemlich K.O. und ich bin froh, dass ihr da wart. Denn wir hatten zunächst gar nicht vor, STX mal zu zeigen, weil wir unseren Terminkalender komplett durchgeplant hatten. Aber dass du so nett bist und dann noch um 17 Uhr noch Zeit hattest, die Stunde jetzt zu investieren, Ja, gerne. das finde ich total klasse. Da ist das Zugfahrzeug. Boah, sieht das cool aus. Das heißt, das hier ist das Traum eines jeden Mannes, einmal so Trucker zu werden in seinem eigenen Wohnmobil. Ja, Fernfahrer. Ist auf jeden Fall cooler Fernfahrer dann mit dem Fahrzeug. Ja, und hier sieht er von der Seite aus. Ja, vielen, vielen Dank. Auch hier nochmal der Hinweis, das ist nicht dein Auto. Der kommt von wem? Kommt der? Von der Firma STX, mit der haben wir eine Kooperation, Eila und STX zusammen. Und das Fahrzeug kann man erwerben bei steffex.com. Steffex.com, da unten steht es drauf. Ich zeige es mal gerade. Also wenn Sie Interesse haben, gehen Sie auf steffex.com. Ich nehme an, wenn man zwei kauft, wird es ein bisschen günstiger. Kriegt man ein bisschen Discount, ja. Ja, hier ist der STX3 Pop-Out Model von der Steffex Group. Hat einen Euro 6, 510 PS und 290 Liter Dieseltank. Und ich kann es ja immer noch nicht glauben, dass er mit knapp unter 20 Litern gefahren wird. Aber naja, wenn du es sagst, Ja. dann wird es schon stimmen. Ihr habt es ja probiert, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Genau, und hier sieht man auch Gesamtpreis des Fahrzeuges 528.000 Euro. Das ist eigentlich ohne Mehrwertsteuer. Ich nehme an, die Steuer kommt dann noch drauf. Und das macht dann brutto 616.000. 21% ist wahrscheinlich die belgische Mehrwertsteuer. Genau, richtig. Ja, vielen, vielen Dank. Und du darfst jetzt nach Hause. Was steht heute Abend noch an? Ach, Schlafen. ja, schlafen, noch ein paar E-Mails beantworten und dann geht's ab in die Kiste. Ja, vielen, vielen Dank. Einmal der Kenzo und einmal Patricia. Ja, der zweite Messetag. Auch du bist müde? Ja, mittlerweile schon und Hunger. Aber du hast unglaublich viel erlebt, oder? Mega viel, ja. Ja, STX, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.